Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast von Thomas Anders. Modern Talking, einfach anders. Und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, wo wir uns gesprochen haben, weil natürlich auch so viel passiert ist beim Thomas. Der Mann war ja kaum zu erreichen und ich muss ganz ehrlich sagen, Thomas und ich hatten auch also irgendwie so gut wie keinen Kontakt. Thomas, hattest du einen schönen Sommer? Ich hab dich ja, vermisst. ich auch. Ja, ich auch. Ich habe gedacht, du liegst jetzt die ganze Zeit am Strand, aber das war ja nicht so. Du warst ja sehr aktiv von einem Konzert ins nächste. Vielleicht fängst du mal an mit der USA-Tour. Das war ja auch, ist ja auch, also da war jetzt so viel. Wir müssen das erstmal sortieren, was jetzt alles war. Aber erstmal, geht's dir gut, Thomas? Mir geht's super. Ja, mir geht's super und wie gesagt, ich arbeite ja gerne und es macht mir ja auch Spaß und deshalb ist es ja auch meistens so, dass ein Damm nicht so auffällt. Da ist immer so Claudia da, die sagt, du musst auf dich aufpassen. Du bist auch nicht mehr der Jüngste, verstehst du? Kommt dann immer, liebe ich ja, wenn ich solche Sprüche höre. Dass man aber dann wieder ein bisschen mal halt eben zurück macht für ein paar Tage und Wellness und sowas. Aber alles gut. Wir hatten eine tolle Zeit und wir hatten leider einen viel zu kurzen Sommer. Ich finde, die Sommer sind in Deutschland immer zu kurz. Die könnten von mir aus 10 Monate sein und 2 Monate halt eben Usselwetter und dann ist auch gut. Usselwetter. Ich war ja früher auch nie so ein Sommertyp, aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr sehne ich mich nach dem Sommer und weiß ihn auch zu genießen. Und das ist mir dieses Mal auch zu kurz. Also, aber vielleicht ist es auch, seit wir uns kennen, weil du bist ja eher der Typ, der immer sagt, ja, mir fehlt der Sommer, weil ich wieder so viel gearbeitet habe, ist jetzt schon wieder Herbst. Du hast mich vielleicht ein bisschen angesteckt. Also, ja, aber schade. ich merke aber auch, dass es mir vom Körper oder auch von der Stimme, dass es mir im Sommer viel besser geht. Also ich weiß nicht, wann ich im Sommer irgendwann mal eine Erkältung hatte. Oder dass ich irgendwie Stimmprobleme hatte. Was im Winter immer wieder kommt. Und das hat mir auch mal ein Logopäde ganz klar erklärt. Er sagt, das ist natürlich bei mir ein sehr beanspruchtes Organ, also die Stimmbänder. Und wenn ich dann halt eben immer aus der Kälte in die Wärme im Raum komme, wenn es warm ist oft zu wenig Luftfeuchtigkeit da. Das ist alles nicht gut für die Stimmbänder. Und deshalb bin ich da empfänglicher für eine Erkältung, obwohl ich mich wirklich nicht beschweren kann. Ich habe nicht so oft. Aber im Sommer habe ich das nie. Und im Sommer, also ich singe am liebsten wirklich auch im Sommer und auch Open Air, weil das ist immer toll von der Luftfeuchtigkeit, das ist von den Temperaturen und ich habe keine Erkältung. Das ist einfach so. Und das, obwohl du ja auch so viel unterwegs warst, ne, ständig im Flugzeug. Das ist ja auch nicht unbedingt gut für die Stimmbänder und für den ganzen Körper, wenn du ständig da wieder in die Flugzeugluft klimatisiert. Aber ich sag dir, wenn ich ins Flugzeug gehe, dann habe ich immer so Tabletten, die halt eben so eine Feuchtigkeit, das lutsche ich immer. Und das hilft, ja. Ich meine, es geht jetzt nicht, wenn ich von Frankfurt nach Berlin fliege. Ich meine, das merkt man ja nicht. Aber gerade jetzt so mit Amerika und wenn man dann so 8 Stunden, die erste Show war ja in Toronto, wenn man so 8 Stunden lang in dieser trockenen Luft ist, kann man gar nicht trinken, dass es befeuchtet ist. Und dann lutscht man schon mal halt eben so besondere Tabletten und die befeuchten dann den Rachenraum und das ist ganz gut. Ah ja, also Tom Jones lutscht ja während seinen ganzen Konzerten die ganze Zeit eine Tablette nach den anderen. Ja, der braucht das ganz dringend, muss das befeuchtet werden. Aber der ist ja jetzt auch schon, wie alt ist der? Paar 80, glaube ich, oder 85. Ja. Der ist mir schon ein paar Kilometer voraus. Ja, der läuft schlechter, als er singt. Also, weil vom Singen ist er noch komplett da. Aber erzähl jetzt mal, wie war's denn in USA? So, du hast ja USA-Kanada-Tour gemacht. Es war wirklich großartig. Ich meine, wir hatten alles ausverkauft. Also vielleicht waren manchmal nur 98% in der Halle, aber das zählt ja mittlerweile als ausverkauft. Es war großartig, aber es war auch verdammt anstrengend. Und das haben alle gesagt, also alle meine Musiker und wir wissen gar nicht warum, wo der Unterschied zu sonst lag. Und ich bin ja jemand, der immer gerne nachforscht und ein bisschen grübelt und sagt, warum war das diesmal so anstrengend? Und ich glaube, es war einfach vom
vom Routing und vom Timing. Bei uns war es sonst so, dass wir immer 4 Shows hatten, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann hatten wir 3 Tage Ausruhen. Und dann war wieder Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag nach Hause fliegen. So, ich reise ja immer 2 Tage vorher an, weil ich das für meine Stimme brauche. Das heißt, den Jetlag, das ist so, also erste Etappe war Toronto. Und Toronto hat 6 Stunden Zeitunterschied in Deutschland. Das kann man sich vorstellen, ich kann es gerade mal kurz erklären. 21 Uhr ist Auftrittszeit, ist aber 3 Uhr nachts Deutschland. Das mögen die Stimmbänder nicht so unbedingt, weil eigentlich sind die am Schlafen. Und da musst du einfach ein paar Tage vorher da sein, um dich reinzufinden. Manchmal waren Sportler auch, also Tennisleute oder Formel-1-Leute sind auch immer 3, 4, wenn nicht 5 Tage vorher, wenn sie ein großes Turnier oder eben Formel 1 haben, sind die auch da, weil die müssen ja komplett fit sein und die Energie abrufen können. Naja, und dann hatten wir Toronto und dann war ein Tag frei und dann sind wir am nächsten Tag nach Vancouver geflogen. Da sind es nochmal 3 Stunden mehr Zeitunterschied. Vancouver, einen Tag frei und dann am nächsten Tag ging es dann wieder mehr oder weniger auf die Ostseite, nicht ganz Osten. Dann sind wir nach, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, nach Atlanta und dann kam Tampa in Florida und Seattle hatten wir vorher noch. Das war auch noch vorher. Und also, wie gesagt, du merkst, es war wirklich Schlag auf Schlag irgendwie eine Show. Und wenn du jeden Tag auch morgens früh raus musst und fliegen musst und manchmal auch dann wieder zur nächsten Show 2,5 Stunden, dann bist du einfach müde. Und wir waren alle müde, aber sehr glücklich. Da habe ich natürlich eine ganz wichtige Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Wenn du jetzt da warst, Vancouver oder Toronto, wo ist es denn schöner? Weißt du, meine Tochter, die plant nämlich, will so ein halbes Jahr nach Kanada. Vancouver. Und da muss ich jetzt Vancouver? Okay, gut, dann können wir das alles klar, Haken dran, Vancouver, alles klar. Super. Ich hoffe, ich hoffe jetzt alle Leute aus Toronto hassen mich jetzt nicht. Aber es ist ja nicht umsonst, Vancouver gehört zu den schönsten Städten der Welt. Es ist, was du da erlebst, ist traumhaft. Gut. Schatz, der Thomas sagt, du sollst nach Vancouver. Ja, wäre besser, sagt der Thomas. So, da habe ich das auch geklärt. Da weiß sie jetzt Bescheid. Aber du bist ja natürlich auch danach jetzt, ich meine, du hast da einfach mal so die USA-Kanada-Tour abgerissen und hattest dann ja noch weitere Auftritte, auch hier Deutschland und wieder international. Also so Pause hast du dir ja gar keine gegönnt. Doch, ich war Anfang September, war ich für 11 Tage auf Ibiza. Das hatte ich dann genauso gelegt. Also ich hatte danach dieses unfassbar traumhafte Konzert in Gotha. Oh, da haben wir ganz viele Nachrichten bekommen zu diesem Konzert. Ganz viele tolle Nachrichten, dass du das öfter machen sollst, weil du hast es ja gemacht mit den Philharmonikern, also mit einem Symphonieorchester. Da warst du ja selbst, man hat dich ja auch gesehen, wie du darüber berichtet hast. Das ist ja der Traum für jeden Musiker, der Live-Musik liebt, mit einem großen Orchester da zu stehen. Kannst du gleich nochmal erzählen, wie du das empfunden hast? Wir werden demnächst auch wieder eine Fragerunde machen und werden dann auch nochmal auf das Konzert zurückkommen, wenn diese Fragen da noch aktuell sind. Aber gerade weil du sagst, das hat viele deiner Fans auch bewegt, die auch da waren oder die Ausschnitte gesehen haben auf Social Media und fanden das total toll. Wie war das für dich als Künstler? Also sagen wir so, man hat ja oft, wenn man sagt, okay, ich singe jetzt mit einem Philharmonieorchester. Und wir sprechen hier von plus minus 60 Personen. Hat das oft auch so diesen Anklang von, das kann so ein bisschen trutschig sein, ja? Und keine Ahnung, 25 Streicher oder 30 Streicher und halt eben Oboe und alles, was da so halt eben Einsatz hat. Es hat mich so angetriggert und ich war so total geflasht von dem Publikum, dass die sind abgegangen wie Schmitz Katze. Das war unglaublich, weil es war im Grunde mein Programm und es war gar nicht trutschig deshalb, weil es war durch das Orchester so voll, es war so voluminös, es war so erhaben, es hatte so eine Kraft, also eine Power von der Bühne.
weil die Arrangements, und das fand ich bei diesem Konzept so ansprechend, die Arrangements wurden auf meine bestehende Show geschrieben. Das heißt, der Christian Dellacher, das ist der Arrangeur und Dirigent, wir hatten einige Monate vorher ein Gespräch und er hat im Grunde auf diese Songs die Arrangements des Philharmonieorchesters draufgesetzt. Und ich habe ja in meiner Show in Deutschland, wenn ich in Deutschland singe, habe ich ja auch immer wieder Wunder gibt es auch für dich. Das ist ja einer meiner Lieblingssongs von meinen deutschsprachigen Alben. Und wenn dann aber eine Version kommt, wo überhaupt keine Band von mir drin ist und das wird nur getragen durch Streicher und Klassikinstrumente, kriegt dieser Song eine ganz besondere Drehung und das hat mich total geflasht. Also es war so ein tolles Zusammenarbeiten und ich kann jetzt schon mal verraten, es ist mehr geplant. Ah, das ist eine sehr gute Message. Also, das heißt, es ist mehr geplant, weil es natürlich auch dir persönlich ein Bedürfnis ist und weil du das auf der Bühne als alter Hase, ne, klar, es ist immer wieder schön mit der Liveband da zu stehen und zu performen und egal in welchem Land man ist, aber so ein Symphonieorchester, ne, so ein Großorchester, da geht das Herz auch von so alten Hasen wie dir auf. Das ist so handgemachte Musik in dieser, ich meine Musiker spielen auch nur live, aber es ist so gewaltig. Es ist so, wenn ich nicht gesungen habe und habe mir einfach nur jetzt die Proben angehört, es kommt so eine musikalische Wand auf dich zu, weil so, das geht so über dich und du kriegst sofort Gänsehaut und denkst, was ist das denn? Also, das hat mir wirklich Musik wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel gezeigt und das war mit Sicherheit einer der schönsten Konzertmomente in diesem Jahr. Und alles handgemacht, alles echt, alles live, ohne KI. Aber die KI hat ja durchaus auch ihre Berechtigung, wenn wir an deine vielen neuen Alben denken, wenn wir gerade an Cherokee Highway denken, an das Making-of. Wir haben es ja gesehen auf Social Media, wurde es ja überall geteilt, wo du da mit deinem jüngeren Ich im Cabrio sitzt und cruist. Also wie geil ist das denn? Ich habe gesagt, wie haben sie das denn gemacht? Also das musst du uns jetzt mal erklären. Nimm uns mal mit hier so behind the scenes und plauder mal aus dem Nähkästchen, wie der langhaarige junge Thomas mit den kürzeren und immer noch vollen Haaren und in der Blüte seines Lebens, dem heutigen Thomas, da in dem Auto gesessen hat. Ja? Wie war das? Wie habt ihr das gemacht? Zunächst muss ich mal an alle Fans ein großes Dankeschön sagen, weil wir sind durch diesen Erfolg wirklich so geflasht. Das hätte ich für mich persönlich nicht so erwartet. Das erste Album war Platz 5, das zweite Album war Platz 5, das dritte Album war Platz 4, das vierte Album war Platz 5. Es kommen noch 2 Alben. Okay, es wird schwieriger im Herbst. Dann ist der Markt natürlich auch umkämpfter, ganz klar. Aber ich bin halt eben bei den Schlagerboom und an dem Freitag erscheint ja mein Album. Aber es ist auf so eine positive Resonanz gestoßen und ich wurde, gerade bei Cherokee Highway, wurde ich von ganz, ganz vielen Produzenten aus der Branche angerufen oder auch angeschrieben per WhatsApp, die meine Nummer haben und haben gesagt, was ist das denn für eine geile Geschichte? Ja, das ist unfassbar. Und kommen wir jetzt mal zu der Idee von Cherokee Highway. Das ist natürlich dann wieder Christian Geller, Mastermind in Marketing. Der sagte, okay, Geronimo war einer der ganz großen Indianerhäuptlinge und Cherokee auch einer der ganz großen. Und deshalb hat er geschrieben Cherokee Highway. Und jetzt zu deiner ganz konkreten Frage, wie haben wir das gemacht? Wir haben da wirklich eine ganz junge Frau gecastet und wir sind ganz bewusst auf Haare gegangen. Wer hat genau die Haare? So wie ich sie damals hatte. Und es ist ganz lustig, man kann auch dazu sagen, weil sie ist die, wie sagt man das? Also ihr Vater ist der Enkel von Konrad Adenauer.
Nein. Ja, total witzig. Was? Und dann wurden die Haare natürlich auch so gemacht. Und man hat aber dann durch die KI mein Gesicht reingeschnitten. Also reinprojiziert. Geschnitten hört sich so brutal an. So reinprojiziert. Und damit halt eben, weil sie hat mitgesungen, damit halt eben auch die Lippen gesangssynchron sind. Und ja, das war wirklich ganz aufregend, ein Heidensspaß für uns. Obwohl ich sagen muss, die meiste Arbeit hat natürlich die Programmierer, die das Ganze gemacht haben. Und dieser Song geht ja durch die Decke. Der ist ja, keine Ahnung, mittlerweile, weiß ich nicht, 2 Millionen Mal irgendwie innerhalb der kurzen Zeit geklickt. Und die Leute lieben ihn und es ist super. Es ist einfach super und ich kann nochmals Danke sagen, dass er so geliebt wird. Wahnsinn. Also, das ist so echt, wie du da mit deinem jüngeren Ich da unterwegs bist. Also, Riesenkompliment an Christian Geller und sein Produktionsteam. Also, das ist echt richtig, also echt krass. Und ja, damit setzt du Akzente und da haben sie dich wohl auch zu Recht angerufen, die ganzen Produzenten. Aber ich meine, gut, du wirst ja zurzeit sowieso viel angerufen. Du bist ja überall, wo was geht, ja, wo die Promis sind, da ist auch Thomas Anders. Nämlich, wo die heißen Events sind, wie die heißen Heidi-Events, müsste ich jetzt schon sagen, wo die heiße Heidi ist. Das war ja auch lustig, dass jetzt Heidi Klum gesagt hat, sie macht ein Heidi-Fest. Da warst du ja also auch in München im Hofbräuhaus. Wie war das so? Es war unglaublich geil. Es war chaotisch ohne Ende, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und dann so als Pre-Opening der Wiesn. Also ich wurde Anfang Juli angeschrieben, ob ich da Lust hätte mitzumachen. Und das war für mich klar. Ich dachte, also da muss ich dabei sein. Und es war ja ein Stell dich ein der Promis. Also das war für mich fast wie Klassentreffen. Ich meine, ich glaube, jeden, der da aufgetreten ist, mit dem hatte ich schon irgendwie im Laufe meiner Karriere was zu tun und mit manchen schon ziemlich viel. Und es hat so viel Spaß gemacht und wir saßen da an den Tischen und man muss eines sagen, Heidi wird ja zum Teil sehr oft angegriffen, auch so, also jetzt in Social Media. Die Frau, ich habe sie vor irgendwie über 30 Jahren das letzte Mal gesehen und hatte nun keinen Kontakt zu ihr, aber diese Frau weiß genau, was sie macht und die ist so professionell. Das ist wirklich eine Top-Leistung, die wirklich verbringt und ich kann wirklich alle Hater oder sowas überhaupt nicht verstehen, nach dem Motto, pass auf Mädel, wenn du jetzt nicht so hübsch bist wie Heidi, kann sie ja nichts dafür. Und halt eben für die Jungs, wenn die halt eben sagen, die guckt mich nicht an, ja gut, vielleicht zu gutem Recht, aber 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 es ist so, ich meine, die Frau arbeitet sich echt den Arsch ab. Und das hat Respekt verdient und das hat sie auch gut gemacht. Und was ich nur so interessant fand, es gab so totale Unterschiede in den Kritiken. Es war zwischen nach dem Motto der Untergang des Abendlandes in der Unterhaltung bis hin zu endlich mal was bekloppt Neues machen. Es war auch bekloppt. Es war eigentlich so, man macht eine Party und hält eine Kamera rein. Also da war keine Inszenierung, da war nichts. Das war einfach nur so. Und was mich nur gewundert hat, ich habe wirklich im Freundeskreis, auch mit meinen Schwiegereltern, ich meine, die sind über 80. Und ich dachte, ja, was kommt denn jetzt da, wenn ich da frage? Die fanden das richtig geil. Ich habe gesagt, boah, das war einfach mal Stimmung. Das war so wie Oktoberfest und auch nicht so inszeniert. Und da sieht man wieder, dass halt eben das Publikum auch, wie soll ich das sagen, es auch total spannend findet, wenn nicht alles auf die Sekunde durchgeplant ist. Und man hatte das Gefühl, man ist ein bisschen hinter den Kulissen. Und das machte irgendwie die Sendung so charmant. Also das war dann wirklich so, ne, dass das Publikum hat die da also gesehen. Also es war wirklich so, dass die da halt alle besoffen waren und gesoffen haben und dann konnten die auch gut feiern, ne? Na, ich sage, besoffen waren sie jetzt nicht. Also das nicht, aber wir waren einfach gut drauf. Und ich meine, es wurde die Ansage gemacht, bitte am Anfang der Sendung natürlich applaudieren und sowas.
Ich meine, die Sendung ging los, standen alle und waren am Feiern und am Mitkrölen. Also betrunken war da im Grunde überhaupt nicht, vielleicht später bei der Aftershow-Party. Da war ich aber nicht so lange. Aber nee, das war das nicht. Aber man hatte so denselben Spirit. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Man saß im Hofbräuhaus. Okay, wenn ich Hofbräuhaus oder wenn ich Oktoberfest nicht mag, dann bin ich falsch aufgehoben, aber dann muss ich auch da nicht hinkommen. Aber es waren wirklich ganz, ganz tolle wirklich Kollegen und Promis und die da waren und die einfach mitgemacht haben. Und man saß an langen Tischen und hat sich einfach nett unterhalten und wenn es irgendwie ging und ich wurde irgendwann gerufen und sagte, jetzt ist dein Auftritt. Ich sage, ja komm, dann machen wir hier den Auftritt. Und dann habe ich eben Sherry Lady gemacht und das war's dann. Also es war sehr, sehr spaßig. Und über was unterhält man sich da so mit den Kollegen, wenn man da mit denen an den Tisch sitzt oder auch bei der Aftershow-Party? Was sind denn da so die Themen? Keine Ahnung, wann hast du deine nächste Untersuchung oder was? Keine Ahnung, über was man da redet. Welches Auto kaufst du dir jetzt? Man hört sich, wir haben es lange nicht gesehen und so. Wie geht's dir? Was sind da neue Projekte? Was machst du da? Oder wie geht's der Familie? Und wenn man natürlich Kollegen näher kennt man ja auch nähere Geschichten und sagt mal, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Wie ist das damals ausgegangen? Bla bla bla. Und ja, man hat einfach Smalltalk wie auf normalen Partys auch. Dass man einfach mit sich spricht und dann stehe ich halt eben da mit Sascha und mit Ross sowieso und das Witzigste war und dann kommen wir so ein bisschen, jetzt will ich gar nicht abschweifen, aber das, was alles so gemacht wird, so zum Gendern und sowas, ja, wie vorsichtig wir sein wollen und ich bin an Roberto Blanco vorbeigegangen, den ich sehr gut kenne, weil ich irgendeinem anderen Typ geguckt habe, der hält mich fest und sagt, hey, bist du farbenblind? Und ich meine, die nehmen das total easy. Die nehmen das oder halt eben Bruce Danell oder alle, wer sie da waren und auch Promis, die man jetzt nicht so aus dem Showbusiness kennt, aber Namen, die halt eben und das wird dann so easy gefeiert und gemacht. Und so soll man das doch auch sehen. Es ist doch nicht alles ein Angriff in diesem Leben. Gut, Roberto Blanco ist in dem Thema sowieso sehr locker. Das hat er auch mal im Interview gesagt, ne, dass er sich quasi nie herabgesetzt oder herabgewürdigt gefühlt hat, wenn man ihn als Neger bezeichnet habe. Das wäre für ihn völlig in Ordnung gewesen. Und er hat das eher immer als Kompliment gesehen und hat das gern gesehen. Also er ist da sehr großzügig, Roberto. Also zu sagen auf seine Kosten, bist du farbenblind, das finde ich schon. Ist schon geil. Also da hat er also wirklich mega Humor und gut, der Mann hat ja auch jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich weiß, Jürgen Drees war auch wieder da. Ne? Jürgen war da, ja. Jürgen war da. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Da gab es doch jetzt auch schon zigmal Verabschiedung und dass er aus der Öffentlichkeit sich verabschiedet hat und die Karriere. Und ich habe so das Gefühl, jetzt geht's erst richtig los plötzlich. Der ist wieder überall zu sehen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach dem geschuldet, weil man muss fairerweise sagen, dass Jürgen und die Familie Klum sich sehr gut kennen. Mhm. Und das hat mir auch die bezaubernde Mutter von Heidi, die Erna, auch erzählt dann, dass sie sich halt eben sehr gut kennen. Und ich glaube, hätte Jürgen jetzt hunderte von Kilometern anreisen müssen, hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht, aber er lebt ja mittlerweile in München. Und da sagt er, komm, ich komme da vorbei. Und er ist ja jemand, der vom Kopf her ja sagt, okay, ich würde das noch gerne weitermachen, aber der einfach durch seine Krankheit nicht so kann. Und deshalb versucht er da halt eben so den Kompromiss zu machen. Aber wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass er sagt, ich bin jetzt in jeder nächsten Sendung drin oder ich mache nochmal neues Album oder sowas. Mhm. Das will er, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, das war wirklich ein Gefallen halt eben Heidi gegenüber, weil sie sich gut kennen. Und wir kennen es ja auch super. Also ich kenne Jürgen ja auch schon Jahrzehnte. Ja. Hatten wir auch schon hier im Podcast, Jürgen Drews, stimmt, eine der anfänglichen Folgen. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören und drin, also hochscrollen, runterscrollen. Auch, es ist immer wieder interessant, auch mal wieder die Folgen zu hören, so die ersten 10, wo es also quasi auch um den kleinen Thomas ging, der ja in Mörz aufgewachsen ist, da in einem kleinen Ort.
und wie dann so die ganze Karriere begann. Aber nochmal zurück nach München. Jetzt warst du ja dann sowieso schon da beim Heidi-Fest, ne? Und dann bist du auch schön ins Festzelt. Oktoberfest bist du ja auch noch aufgetreten. Ja, aber ich bin vorher noch zurückgeflogen, weil ich hatte ja sonntags noch Fernsehgarten live. Was? Okay, du bist vorher noch mal zurückgeflogen. Weil du noch was hattest? Fernsehgarten. Es war echt, also diese 6 Tage waren echt total stressig, muss ich sagen. Ich meine, man ist ja selber dran schuld, wenn man dann halt eben nachts noch in der Hotelbar versackt. Da hat ja nun, der Beruf kann ja nichts dafür. Ist man ja nun selber, aber ich bin ja nun lebenslustig. Und Claudia und ich, wir sind dann freitags zurückgeflogen. Und ich war dann ich hatte um 9:45 Uhr sonntags morgens Probe. Das heißt, ich bin um 7 aufgestanden, 6:30 aufgestanden, sonntags morgens. Und bin dann um kurz nach 8 nach Mainz gefahren. Und bin dann halt eben im Nachmittag, war der direkt für mich geplant, dass ich zum Flughafen fahre und die Familie treffe, also Claudia treffe und Alexander treffe. Und dass wir zusammen dann halt eben nach München fliegen, wo wir abends auch verabredet waren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, bei der ganzen Sache, so 40 Minuten vor meinem Auftritt im Fernsehgarten, der war so um 1:50, bekomme ich von der Lufthansa eine Nachricht, Ihr Flug ist annulliert. Oh Gott. Da hast du ja gar keinen Bock drauf. Wir haben Sie auf einen anderen Flug umgebucht. So, jetzt war Folgendes. Jetzt, es sind wirklich Internas. Ich hatte meine eigene Flugbuchungsnummer, Claudia ihre eigene, weil ich sie gebucht hatte. Und Alexander, der später dazugekommen ist, auch eine eigene Flugbuchungsnummer. Das heißt, ich war auf 16:15 Uhr gebucht und Claudia war auf 19:15 Uhr gebucht und Alexander war dann auf die Maschine 21:15 Uhr gebucht. Und dann habe ich dann meinen Tourmanager panisch angerufen und sagte, du musst da etwas ändern. Mit dem Resultat, dass wir dann um 21:15 Uhr, weil es da nur 3 Plätze gab, sind wir dann nach München geflogen. Und ich habe dann wirklich von 3 Uhr nachmittags 6 Stunden am Flughafen gesessen. Ne? Nee. Und ich war um 11:30 im Hotel und bin morgens dann um 6:45 wieder raus für die Wiesn. Weil das hat ja alles seinen Ablauf und sowas. Und ich bin dann kurz nach 12 auf die Wiesn zu Regine Six, Damenwiesn. Die es halt eben jetzt nicht wissen, das ist seit 25 Jahren, wird es von Regine Six veranstaltet. Das sind halt eben Damen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Unterhaltung und ja, die halt eben ein bisschen was bewegen in Deutschland. Die müssen eine relativ große Spende machen für ihre Stiftung. Und da wurde ich halt eben von Regine Six wieder gefragt, ich bin ja schon mal, glaube ich, vor 8 Jahren aufgetreten, dass sie mich unglaublich gerne wieder halt eben dabei hätte und hatte dann meinen Auftritt. Und danach hatte ich dann doch halt eben eine Geschäftsbesprechung und sowas. Und ist so ein Tag auch ziemlich lang, ne? Das muss man echt sagen. Ja, so ist es nun mal. Ja, also immerhin wissen wir jetzt, ne, Thomas Anders muss also dann auch wie andere am Flughafen warten und nicht mit dem Learjet sonst jederzeit abheben, sondern der wartet dann brav. Aber langweilig wird er ja auch nicht. Du hast ja immer genug zu tun und zu telefonieren und zu koordinieren. Von daher, ja, also das ist ja schon hier volles Programm, der Mann. Wahnsinn. Tja, Jetzt gab's und passend zur Wiesn, wo ja immer auch Händel und so serviert werden, hast du ja auch noch ein neues Gewürz gemacht, habe ich gesehen. Ja, und das war einfach die Idee, weil ich habe gesagt, okay, also die Künstler, das muss ich auch sagen, die dort auftreten, bekommen keine Gage. Aber es war eine Kooperation, dass ich sagte, okay, wenn ich keine Gage bekomme, dann möchte ich bitte mein Bavaria Brathändel Gewürz in der Tasche, die Damen bekommen immer eine Präsenttasche. Danach, wo halt eben Geschenke drin sind von Sponsorfirmen. Das ist so üblich, können Sie vielleicht nicht alle reindecken, aber das ist vollkommen normal. Gab's bei Heidi auch. Also das gibt es dann so. Und dann sind halt eben Haarprodukte und keine Ahnung, ist ja meistens für Frauen Lipgloss und Lippenstift und Mascara und ein paar Socken und irgendwas. Ja, früher hast du das auch noch gebrauchen können, aber die Zeiten sind ja rum. Die sind vorbei. Auf jeden Fall.
die sind, ich würde mal sagen, 37 Jahre vorbei. Und obwohl Haarshampoo brauche ich heute noch, ne? Kunzilein. Also so ist es nur nicht, ne? Ja, ich nicht mehr so viel. Und der waschen musste sie ja trotzdem. Und dann dann war halt eben diese Tüte auch mein Brathändel-Gewürz drin und ja, das war halt eben toll und das ist eine super Geschichte. Das gibt so richtig Appetit auf ein schönes Händel. Ja. Also ich bin ja raus, also ich meine, ich mag deine Gewürze, ich habe die ja auch alle, diese Gewürzlinie, ich mag besonders gern diese Brühe. Ja, die ist sensationell. Also ich mache sie fast überall rein, die ist sensationell gut. Ja, finde ich total toll, lieben wir, aber ich mag kein Hähnchen, also generell, ne? Das hat ja mit dem Gewürz jetzt nichts zu tun, aber ich konnte mich da nie daran. Echt nicht? So, ja, also früher bei meiner Oma, da wurde immer dann vom Hähnchenstand halbe Hähnchen geholt für alle und so, da wurde so viel Hähnchen gegessen und ich habe mich da, glaube ich, dann irgendwie als Kind einfach mal satt gegessen, wo ich gesagt habe, ich mag es. Also du magst jetzt nur nicht das Hähnchen, wenn es so am Knochen ist oder also machst du zu Hause auch Hühnchen oder sowas, Hühnchenbrust, gar nichts. Es gibt gar kein Geflügel, ne? So, Ja, manchmal, wenn meine Frau, die könnte dann mal, klar, die macht dann mal so Hühnerbrust oder so, wo sie das dann mal macht ins Essen, so asiatisch, so ein bisschen was, ne? Ja. Da esse ich das auch mal so ein paar Stückchen, aber so halbes Hähnchen oder so ist nicht mein Ding. Ja, also ich mache also nicht so oft, aber hin und wieder schon im Backofen richtig so ein Hähnchen auf so einem Ständer, dass es ganz knusprig ist und sowas und dann halt eben mit so einem grünen, also wirklich so einem Kopfsalat. Einfach in so einem, ich mache dann, das ist so ganz simpel, das ist einfach nur Sahne, Zitronensaft, Salz und Pfeffer, also so ein Sahnedressing einfach dazu. Und wie gesagt, nicht jede Woche, aber so 3-4 Mal im Jahr mache ich das schon ganz gerne. Also ich esse gerne Hühnchen. Ich muss es dazu sagen. Ich bin aber auch da pinzig, was das betrifft. Ich esse auch immer nur die Brust. Und Claudia, Gott sei Dank, Schenkel und Flügel. Also da kommen wir uns nicht in die Quere. Das ist gut. Aber dieses Gewürz ist aber nur begrenzt. Es gibt es nur im September und im Oktober. Ah, okay, gut. Dann wissen jetzt alle Bescheid, ne? Also das Bavaria Hähnchengewürz von Hardcore, von der ganzen Linie. Da gibt's ja die ganze Thomas Anders Gewürzlinie. Übrigens auch auf allen Kanälen erreichbar. Wie wollen wir denn jetzt so weitermachen? Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause für dich. Ne? Du musst dich jetzt erstmal wieder erholen, nachdem du jetzt so viel Action hattest. Quatsch, wir hören uns in einem Monat wieder. Und da ist wieder viel passiert. Weil dann war ich zwischenzeitlich schon in Singapur und dann auf dem Weg nach Hanoi und hab einen Schlagerboom gehabt. Und also gibt's auch wieder viel zu berichten. Vielleicht haben wir auch wieder einen Gast. Hanoi? Wie Hanoi? Vietnam? Ja, ich war da zwar schon zweimal in den letzten 15 Jahren, aber es ist diesmal ein ganz besonderer Anlass und zwar das Auswärtige Amt hat mich eingeladen nach Hanoi, weil in diesem Jahr gibt es 50 Jahre diplomatische Beziehungen Deutschland und Vietnam. Und da gibt's dann eine Festwoche und sowas und an einem Abend habe ich ein großes Konzert in Hanoi und ja, da fliege ich mal kurz nach Hanoi. Er ist überall, der Mann. Ja, dann hätten wir ja dann auch in der nächsten Episode mal wieder Zeit, auch eure Fragen zu beantworten, neben den ganzen Geschichten, die Thomas dann wieder zu erzählen hat von seiner Tour. Ihr könnt ja jederzeit, wisst ihr ja, uns eine E-Mail schreiben an podcast@thomas-anders.com und die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt's natürlich dann auch für euch eine Podcast-Tasse. Also was immer euch vielleicht in den Sinn gekommen ist, auch in dieser Episode, wo ihr nochmal was nachfragen wollt, wo ich vielleicht nicht so reagiert habe, wie ihr es euch erhofft hättet oder wie auch immer, oder Thomas es nicht zufriedenstellend in allen Details euch erzählt hat, dann einfach nochmal nachfragen. Ne, freuen wir uns gerne. podcast@thomas-anders.com. Ansonsten dann einen schönen Herbstanfang. Genießt die erste Kürbissuppe oder Kürbisravioli, was man so alles macht, und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Also ich kann sagen, ich habe mir für heute Abend eine Kartoffelsuppe schon gemacht. So, eine Kartoffelsuppe mit Siedewürstchen.
Das gibt es bei uns heute Abend. So. Ja, weiß nicht, was es bei uns gibt, aber vielleicht Risotto oder so, mal gucken. Auch nicht schlecht. Also, ich sage nur meine Schlussworte. Es ist schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und die letzten Monate gingen, also 2 Monate waren es ja, viel zu schnell vorbei. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer. Und jetzt geht's wieder in den Herbst. Und vieles zu berichten. Fühlt euch gedrückt. Nochmals danke, dass ihr mich so unterstützt. Und ich wünsche eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dahin. Ciao. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.